Auf den ersten Blick sieht der Amazon Fire TV 4 jetzt nicht wirklich spannend aus. Im Angebot kann er aber wirklich krass günstig sein und dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de. Wir haben den Amazon Fire TV 4 für euch getestet, weil der unter Umständen für wirklich gute Preise zu haben ist. Und dann ist eben die Frage, ob er auch was taugt. Das wollen wir natürlich möglichst schnell beantworten, aber vorher interessiert mich auch eure Meinung zu Amazon Fire TV im Allgemeinen, also schreibt sie unten in die Kommentare. Der Fire TV 4 hat für seinen Preis schon einige Features im Gepäck, gerade wenn man überlegt, dass man dann ja keinen Fire TV Stick mehr braucht. Aber dazu später im Fazit mehr. Neben 43 Zoll wie hier gibt es ihn außerdem noch in 50 und 55 Zoll. Der Fernseher sieht jetzt nicht sonderlich anders aus als die Konkurrenz in seiner Preisklasse, ist aber solide verarbeitet. Okay, die Rückseite wirkt etwas weniger hochwertig und er ist ca. 9 cm dick. Dafür hat er für einen Fernseher mit 60 Hertz aber alle wirklich nötigen Anschlüsse inklusive HDMI eARC und sogar noch einen analogen Klinkeneingang mit AV-Adapterkabel. Damit kann man zum Beispiel ältere Konsolen direkt anschließen. Selbstverständlich darf man von einem so günstigen Fernseher jetzt auch keine wirklich berauschende Bildqualität erwarten. Fangen wir an mit Standard Dynamic Range. Im Bildmodus Film dunkel oder benutzerdefiniert kann man, nachdem man sichergestellt hat, dass Smart HDR, dynamische Hintergrundbeleuchtung und die Optionen zur Kontrastoptimierung alle deaktiviert sind, auch relativ natürliche Farben bekommen. Der Kontrast liegt bei 5000:1, was echt akzeptabel ist. Was High Dynamic Range angeht, wird erstmal nur statisches HDR10 und HLG unterstützt und die Spitzenhelligkeit kommt nicht über 270 Nits, was man dann eigentlich gar nicht HDR nennen sollte. Der DCI P3 Farbraum wird auch nur zu 80% abgedeckt und der EOTF folgt der Fire TV 4 nur extrem ungenau, um insgesamt eben eine höhere Bandbreite an Helligkeitsunterschieden zeigen zu können. Dadurch ist das Bild jetzt weder so wie es sein soll, noch wirklich toll, aber man sieht immerhin sowohl helle als auch dunkle Details. Die Banding-Reduzierung, die du bei den Klarheitseinstellungen des Bildes findest, macht gerade bei schlechter aufgelösten Inhalten das Bild wirklich sauberer. Und das ist ein echtes Lob, weil die auf einem ähnlichen Level ist wie zum Beispiel bei einem Sony X90L. Ansonsten hat das VA-LCD-Panel natürlich einen eingeschränkten Betrachtungswinkel und Spiegelungen sieht man eigentlich alle. Zwischenbildberechnungen gibt es keine und so bekommt man auch das 24p Ruckeln beim Amazon Fire TV 4 leider überhaupt nicht weg. Obwohl es nur 60 und eben keine 120 Hertz gibt, liefert der TV trotzdem eine ordentliche Gaming-Performance. Mit Auto Low Latency Mode wechselt er beim Einschalten der angeschlossenen Konsole automatisch in den Spielemodus. Hier fallen sofort zwei Dinge auf. Erstens ist der Bildmodus recht neutral und zweitens ist der Input-Lag mit nur 15 Millisekunden wirklich gering. Ein Gaming-Overlay für schnelle Einstellungen gibt es leider nicht. Dafür aber Variable Refresh Rate, also zumindest bis maximal 60 Hertz. Der Sound ist etwas dumpf und lässt das ein oder andere Detail vermissen. Und bei so einem günstigen Fernseher ist es jetzt etwas kontraproduktiv, noch eine zusätzliche Soundbar zu empfehlen, die eventuell mehr kostet als der Fernseher. Deswegen solltest du mit den Soundmodi herum experimentieren. Einige Filme profitieren für uns vom etwas breiteren Klang des Modus Film, ansonsten Standard. Unabhängig vom Modus kann es helfen, den Dialogverstärker auf niedrig zu stellen. Dann hebt er die Dialoge an, ohne den weiteren Ton zu sehr zu verzerren. Beim Fire TV 4 geht es natürlich ums Amazon Fire TV Betriebssystem. Es gibt eine echt große Auswahl an Apps,
inklusive Twitch, Crunchyroll oder der Amazon Game Streaming Plattform Luna. Grundsätzlich ist die Oberfläche zwar aufgeräumt, allerdings gibt es schon überdurchschnittlich viel Werbung oder platzierte Inhalte. Diese empfohlenen Filme oder Serien sind natürlich fast alles Amazon-Inhalte, werden aber auch mit der Zeit echt gut personalisiert. Und wie die anderen Fire TV-Geräte hat er eine aufgeräumte, wenn jetzt auch nicht sonderlich schicke Fernbedienung. Und Alexa funktioniert damit nicht nur einwandfrei, um den Fernseher zu bedienen, sondern damit lässt sich dann natürlich auch noch jedes andere im Smart Home vernetzte Produkt steuern. Smart TV oder die Alexa Sprachsteuerung sind also definitiv ein Highlight. Doch leider ist der verbaute Prozessor etwas schwach, sodass man zum Beispiel beim Wechseln von Apps schon etwas Geduld mitbringen muss. Und das Ambient TV Feature vom Amazon Fire TV Omni QLED oder dem neuen Fire TV Stick 4K Max gibt's auch nicht. Ich sag's mal so, für den normalen Preis ist der Amazon Fire TV 4 nicht gut genug, weil man zu leicht bessere Alternativen von TCL, Hisense oder Samsung findet, nur um jetzt 3 zu nennen. Aber ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, im Angebot sieht die Sache völlig anders aus. Und wir reden hier nicht von den 200 € unter der UVP, die ja quasi normal sind, sondern nochmal deutlich weniger. Vor allem an Amazon Aktionstagen wie Prime Day, Black Friday, Cyber Monday oder im Dezember können hier richtige Knallerpreise drin sein, aber die sind dann auch eventuell stark begrenzt. Also klickt einfach schnell auf die Angebote in der Beschreibung, damit ihr seht, ob eure gesuchte Größe gerade jetzt im Angebot ist. Dann kann es nämlich einfach ein super günstiger Fernseher mit passablem Bild sein, der quasi gleichzeitig noch einen Fire TV Stick integriert hat, mit allem, was dazugehört. Wenn ein wirklich krasses Angebot kommt, werden wir natürlich darüber berichten, also abonniert unseren Kanal und macht die Glocke an, damit ihr das dann nicht verpasst. Die Links zu den aktuellen Angeboten des Amazon Fire TV 4 findet ihr genau wie den detaillierten Testbericht unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr Fire TV als Betriebssystem echt gut findet, aber einen besseren Fernseher haben wollt, dann schaut euch am besten dieses Video über den Omni QLED an.